Beschwerdebrief. Aufgabenstellung. Sie haben online einen Fernseher bestellt, aber das Gerät ist beschädigt angekommen. Schreiben Sie einen Beschwerdebrief an den Kundenservice und erwähnen Sie folgende Punkte. Bestellung. Fernseher. Modell X am 1. Oktober, Bestellnummer 123456. Problem. Bildschirm ist gesprungen. Bereits bezahlt 500 Euro. Forderung, umgehender Austausch oder Rückerstattung. Beschwerdebrief. Betreff: Beschwerde über beschädigten Fernseher. Bestellnummer 123456. Sehr geehrte Damen und Herren, am 1. Oktober habe ich in Ihrem Online-Shop einen Fernseher des Modells X bestellt. Bestellnummer 123456 und den Betrag von 500 Euro bereits überwiesen. Zu meinem großen Bedauern musste ich bei der Lieferung feststellen, dass der Bildschirm des Geräts gesprungen ist, was mich äußerst enttäuscht hat. Dies entspricht in keiner Weise meinen Erwartungen an die Qualität Ihrer Produkte und Ihres Services. Da ich den Fernseher dringend benötige, stellt dieser Vorfall für mich eine erhebliche Unannehmlichkeit dar. Ich bitte Sie daher eindringlich, mir umgehend einen einwandfreien Ersatz zukommen zu lassen oder alternativ den Kaufpreis unverzüglich zu erstatten. Es wäre wünschenswert, wenn Sie die Versandkosten für die Rücksendung übernehmen würden, da der Defekt nicht in meinem Verantwortungsbereich liegt. Bitte bestätigen Sie mir zeitnah schriftlich die weiteren Schritte und den Zeitrahmen für die Abwicklung. Für Ihre rasche Rückmeldung wäre ich Ihnen sehr verbunden. Sollte ich innerhalb der nächsten 7 Tage keine Antwort erhalten, sehe ich mich gezwungen, rechtliche Schritte zu prüfen. Mit freundlichen Grüßen, Claudia Schmidt. Aufgabenstellung. Sie haben eine Bahnreise unternommen, aber der Zug hatte erhebliche Verspätung. Schreiben Sie einen Beschwerdebrief an die Deutsche Bahn und erwähnen Sie folgende Punkte. Reise. Von Berlin nach München am 15. November. Problem. Verspätung von 2 Stunden. Anschlusszug verpasst. Auswirkungen. Wichtiger Termin verpasst. Forderung, Entschädigung. Beschwerdebrief. Betreff: Beschwerde wegen Zugverspätung am 15. November. Sehr geehrte Damen und Herren, am 15. November reiste ich mit dem ICE von Berlin nach München. Zugnummer ICE 1234. Zu meinem großen Bedauern hatte der Zug eine Verspätung von über 2 Stunden, wodurch ich meinen Anschlusszug verpasste und nicht rechtzeitig zu einem wichtigen Geschäftstermin erschien. Dies hat mich in eine äußerst missliche Lage gebracht und zu erheblichen beruflichen Unannehmlichkeiten geführt. Obwohl ich Verständnis für unvorhergesehene Ereignisse habe, erwarte ich in solchen Fällen einen angemessenen Kundenservice. Ich erwarte daher eine angemessene Entschädigung gemäß Ihren Fahrgastrechten. Die entsprechenden Fahrkarten, Belege und eine Kopie meiner Terminbestätigung habe ich diesem Schreiben beigefügt. Bitte bestätigen Sie mir den Erhalt dieser Beschwerde und informieren Sie mich über die weiteren Schritte. Für eine positive Rückmeldung wäre ich Ihnen sehr dankbar. Ich hoffe, dass Sie in Zukunft Maßnahmen ergreifen, um solche Verspätungen zu minimieren und den Service zu verbessern. Mit freundlichen Grüßen, Stefan Müller. Aufgabenstellung. Sie waren mit dem Service in einem Hotel unzufrieden. Schreiben Sie einen Beschwerdebrief an die Hotelleitung und erwähnen Sie folgende Punkte. Aufenthalt. Vom 10. bis 12. Dezember im Hotel Sonnenschein. Probleme. Zimmer war nicht sauber, Personal unfreundlich. Erwartung, Stellungnahme und Preisnachlass. Beschwerdebrief. Betreff: Beschwerde. Über Aufenthalt im Hotel Sonnenschein vom 10. bis 12. Dezember. Sehr geehrte Damen und Herren, zu meinem Bedauern musste ich während meines Aufenthalts in Ihrem Hotel Sonnenschein vom 10. bis 12. Dezember feststellen, dass das Zimmer nicht ordnungsgemäß gereinigt war.
Es befanden sich Staub und Schmutz auf den Möbeln und das Bad war unhygienisch. Dies hat meinen Aufenthalt erheblich beeinträchtigt. Zudem war das Personal an der Rezeption äußerst unfreundlich und wenig hilfsbereit bei der Lösung dieses Problems. Ein solches Verhalten ist inakzeptabel und enttäuschend. Das entspricht keineswegs dem Standard, den ich von einem Hotel Ihrer Kategorie erwarte. Ich bitte Sie um eine schriftliche Stellungnahme zu diesen Vorfällen und um einen angemessenen Preisnachlass auf die Übernachtungskosten. Es wäre auch hilfreich, wenn Sie erläutern könnten, welche Maßnahmen Sie ergreifen werden, um solche Situationen in Zukunft zu vermeiden. Bitte teilen Sie mir innerhalb der nächsten 10 Tage mit, wie Sie weiter vorgehen möchten. Für eine zeitnahe Antwort wäre ich Ihnen sehr verbunden. Sollte ich keine zufriedenstellende Rückmeldung erhalten, behalte ich mir vor, meine Erfahrungen in entsprechenden Foren und Bewertungsportalen zu teilen. Mit freundlichen Grüßen, Maria Hoffmann. Informationsanfrage. Aufgabenstellung. Sie interessieren sich für einen Sprachkurs in Spanien. Schreiben Sie eine E-Mail an die Sprachschule und fragen Sie nach. Kursangebot für Fortgeschrittene. Preise und Dauer. Unterkunftsmöglichkeiten. Betreff. Anfrage zu Spanischkursen für Fortgeschrittene. Sehr geehrte Damen und Herren, ich interessiere mich für einen Spanischkurs für Fortgeschrittene an Ihrer Schule in Barcelona. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir detaillierte Informationen zu den verfügbaren Kursen zukommen lassen könnten, insbesondere zu Beginn, Dauer und Unterrichtszeiten. Es wäre hilfreich zu wissen, ob Sie auch Intensivkurse anbieten, da ich meine Sprachkenntnisse in kurzer Zeit verbessern möchte. Zudem interessiert mich, welche Kosten für den Kurs anfallen und ob zusätzliche Materialien im Preis enthalten sind. Des Weiteren möchte ich erfahren, ob Sie Unterkunftsmöglichkeiten anbieten, wie zum Beispiel Gastfamilien oder Studentenwohnungen, und welche Kosten hierfür anfallen würden. Für Ihre Mühe danke ich Ihnen im Voraus und freue mich auf Ihre Rückmeldung. Sollten Sie weiteres Informationsmaterial haben, können Sie es mir gerne per E-Mail zusenden. Mit freundlichen Grüßen, Alexander Weber. Aufgabenstellung. Sie möchten sich über ein Yoga-Retreat informieren. Schreiben Sie eine E-Mail an den Veranstalter und fragen Sie nach. Termine im Frühjahr, Programm und Aktivitäten, Preise und Anmeldefrist. Betreff: Anfrage zum Yoga-Retreat im Frühjahr. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe auf Ihrer Webseite von Ihrem Yoga-Retreat gelesen und bin sehr daran interessiert, im Frühjahr daran teilzunehmen. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir mitteilen könnten, welche Termine im März oder April angeboten werden. Gibt es eventuell noch freie Plätze? Darüber hinaus interessiert mich der genaue Programmablauf und welche Aktivitäten während des Retreats geplant sind. Besonders spannend fände ich Workshops zu Meditationstechniken. Bitte lassen Sie mich auch wissen, welche Kosten auf mich zukommen, ob Verpflegung und Unterkunft im Preis enthalten sind und bis wann die Anmeldefrist ist. Für Ihre Auskunft bedanke ich mich herzlich im Voraus und freue mich auf Ihre Antwort. Falls Sie Prospektmaterial oder weitere Informationen haben, können Sie mir diese gerne per E-Mail zukommen lassen. Mit freundlichen Grüßen, Sophie Klein. Aufgabenstellung. Sie möchten Informationen über einen Weiterbildungskurs im Bereich IT. Schreiben Sie eine E-Mail an das Bildungsinstitut und fragen Sie nach. Kursinhalte und Ziele. Voraussetzungen für die Teilnahme. Termine und Kosten. Betreff: Anfrage zur IT-Weiterbildung, Softwareentwicklung. Sehr geehrte Damen und Herren, ich interessiere mich für Ihren Weiterbildungskurs Softwareentwicklung und bitte um weitere Informationen. Könnten Sie mir bitte nähere Details zu den Kursinhalten und den Lernzielen geben? Insbesondere interessiert mich, ob der Kurs auch auf moderne Frameworks und agile Methoden eingeht.
Des Weiteren möchte ich wissen, welche Voraussetzungen für die Teilnahme erforderlich sind. Ist zum Beispiel Berufserfahrung oder ein bestimmter Bildungsabschluss nötig? Bitte informieren Sie mich auch über die nächsten Termine, die Dauer des Kurses und die anfallenden Kosten. Gibt es eventuell Möglichkeiten zur Förderung oder Ratenzahlung? Ich bedanke mich herzlich für Ihre Bemühungen und freue mich auf Ihre Rückmeldung. Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, Daniel Fischer. Bewerbung. Aufgabenstellung. Sie bewerben sich um eine Stelle als Verkäuferin in einem Modegeschäft. Schreiben Sie eine Bewerbung und erwähnen Sie Ihre bisherigen Erfahrungen im Verkauf, Ihre Motivation, Ihre Stärken. Betreff: Bewerbung als Verkäuferin in Ihrem Modegeschäft. Sehr geehrte Damen und Herren, mit großem Interesse habe ich Ihre Stellenausschreibung gelesen und bin überzeugt, dass ich die von Ihnen gestellten Anforderungen voll und ganz erfülle. In den letzten 3 Jahren habe ich in einem renommierten Bekleidungsgeschäft gearbeitet, wo ich umfangreiche Erfahrungen im Verkauf und in der Kundenberatung sammeln konnte. Mode ist meine Leidenschaft und ich verfolge stets die neuesten Trends, um Kunden kompetent beraten zu können. Meine Stärken liegen in meiner Kommunikationsfähigkeit, meinem freundlichen Auftreten und meiner Flexibilität. Es bereitet mir große Freude, Kunden zu beraten und ihnen ein positives Einkaufserlebnis zu bieten. Zudem bin ich teamfähig und belastbar, was mir hilft, auch in stressigen Situationen den Überblick zu behalten. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich die Gelegenheit bekäme, mich persönlich bei Ihnen vorzustellen und stehe für ein Gespräch jederzeit zur Verfügung. Für eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch wäre ich Ihnen sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen, Laura Neumann. Aufgabenstellung. Sie bewerben sich um eine Stelle als Softwareentwickler. Schreiben Sie eine Bewerbung und erwähnen Sie Ihren Studienabschluss, Ihre Programmierkenntnisse, Ihre Projekterfahrungen. Betreff: Bewerbung als Softwareentwickler. Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als Softwareentwickler in Ihrem Unternehmen. Ich habe mein Informatikstudium an der Technischen Universität München erfolgreich abgeschlossen und verfüge über fundierte Kenntnisse in den Programmiersprachen Java, Python und C++. Während meines Studiums und in Praktika habe ich an verschiedenen Projekten mitgearbeitet, darunter die Entwicklung einer mobilen App für Gesundheitsdaten und die Implementierung von Backend-Systemen für E-Commerce-Plattformen. Teamarbeit und Problemlösung zählen zu meinen Stärken und ich schätze es, in interdisziplinären Teams zu arbeiten. Ich bin hochmotiviert, meine Fähigkeiten in Ihrem Unternehmen einzubringen und weiterzuentwickeln. Besonders reizt mich an Ihrem Unternehmen die innovative Arbeitsweise und die spannenden Projekte. Über eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch würde ich mich sehr freuen und stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, Maximilian Bauer. Aufgabenstellung. Sie bewerben sich um eine Stelle als Krankenpflegerin. Schreiben Sie eine Bewerbung und erwähnen Sie Ihre Ausbildung und bisherige Tätigkeit, Ihre sozialen Kompetenzen, Ihre Bereitschaft zur Schichtarbeit. Betreff: Bewerbung als Krankenpflegerin. Sehr geehrte Damen und Herren, mit großem Interesse bewerbe ich mich um die Stelle als Krankenpflegerin in Ihrer Klinik. Ich habe meine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin im Jahr 2018 abgeschlossen und arbeite seitdem in einem städtischen Krankenhaus. Dort konnte ich wertvolle Erfahrungen in verschiedenen Fachbereichen sammeln, insbesondere in der Intensivpflege und der Notfallmedizin. Meine sozialen Kompetenzen wie Einfühlungsvermögen und Kommunikationsfähigkeit helfen mir im täglichen Umgang mit Patienten und deren Angehörigen. Belastbarkeit und Teamfähigkeit zeichnen mich ebenso aus.
Die Bereitschaft zur Schichtarbeit ist für mich selbstverständlich und ich bin flexibel einsetzbar. Ich freue mich darauf, meine Fähigkeiten in Ihr Team einzubringen und bin überzeugt, dass ich eine Bereicherung für Ihre Klinik wäre. Über eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch würde ich mich sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen, Hanna Richter. Kündigung. Aufgabenstellung. Sie möchten Ihren Mietvertrag kündigen. Schreiben Sie eine Kündigung und erwähnen Sie: Adresse der Wohnung. Kündigung zum 31. März. Bitte um Bestätigung. Betreff: Kündigung meines Mietvertrags für die Wohnung in der Sonnenstraße 15 zum 31. März. Sehr geehrte Frau Wagner, hiermit kündige ich meinen Mietvertrag für die Wohnung in der Sonnenstraße 15 80331 München, fristgerecht zum 31. März. Gemäß den vertraglich vereinbarten Kündigungsfristen erfolgt diese Kündigung rechtzeitig. Bitte bestätigen Sie mir den Erhalt dieser Kündigung und das Enddatum des Mietverhältnisses schriftlich. Gerne stehe ich zur Vereinbarung eines Termins für die Wohnungsübergabe zur Verfügung. Bitte teilen Sie mir mit, welche Unterlagen oder Schlüssel Sie hierfür benötigen. Ich bedanke mich für das angenehme Mietverhältnis und wünsche Ihnen alles Gute. Falls Sie Nachmieter suchen, bin ich gerne bereit, Besichtigungstermine zu ermöglichen. Mit freundlichen Grüßen, Paul Keller. Aufgabenstellung. Sie möchten Ihr Fitnessstudio-Abonnement kündigen. Schreiben Sie eine Kündigung und erwähnen Sie: Mitgliedsnummer. Kündigung zum nächstmöglichen Termin. Grund: Umzug. Bitte um Bestätigung. Betreff: Kündigung meines Fitnessstudio-Vertrags. Mitgliedsnummer 789456. Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit kündige ich meinen Vertrag mit der Mitgliedsnummer 789456 zum nächstmöglichen Zeitpunkt, da ich aus beruflichen Gründen in eine andere Stadt umziehen werde. Ich bitte um Berücksichtigung der vertraglich festgelegten Kündigungsfristen. Bitte bestätigen Sie mir den Erhalt dieser Kündigung und teilen Sie mir das genaue Vertragsende schriftlich mit. Ich bedanke mich für die gute Betreuung während meiner Mitgliedschaft und habe die Zeit in Ihrem Studio sehr geschätzt. Falls noch offene Beträge bestehen, bitte ich um eine entsprechende Abrechnung. Gerne stehe ich für Rückfragen zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, Lisa Hoffmann. Aufgabenstellung. Sie möchten Ihren Internetvertrag kündigen. Schreiben Sie eine Kündigung und erwähnen Sie: Kundennummer. Kündigung zum 30. April. Grund: Unzufriedenheit mit der Leistung. Bitte um Bestätigung. Betreff: Kündigung meines Internetvertrags. Kundennummer 456123 zum 30. April. Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit kündige ich meinen Internetvertrag mit der Kundennummer 456123 fristgerecht zum 30. April. Leider bin ich mit der Leistung Ihres Services nicht zufrieden, da es in den letzten Monaten vermehrt zu Ausfällen gekommen ist, was meine berufliche Tätigkeit im Homeoffice erheblich beeinträchtigt hat. Trotz mehrfacher Kontaktaufnahme konnte das Problem nicht zufriedenstellend gelöst werden. Bitte bestätigen Sie mir den Erhalt dieser Kündigung sowie das Vertragsende schriftlich. Ich bitte Sie zudem, keine weiteren Abbuchungen nach dem Kündigungstermin vorzunehmen und eine Abschlussrechnung zu erstellen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ich hoffe, dass Sie künftig Ihre Servicequalität verbessern können. Mit freundlichen Grüßen, Jonas Lehmann.